Hallo meine Lieben, heute war das Motiv ein kleiner Panda, der so hinter quasi einer Wand hervorguckt, und das hat mich für eine Idee inspiriert, die ich eigentlich ganz cool finde. Was das genau ist, das seht ihr auch gleich nach dem Intro. Als ich das Motiv für heute gesehen habe, habe ich mich extrem gefreut, weil ich habe auf den Moment gewartet, wo etwas passt für ein Puzzle zu lasern. Wollte ich schon die ganze Zeit machen, aber es war halt einfach noch nicht das Passende mit dabei. Und der Panda passt eigentlich zusammen mit der Idee. Ich habe die Idee für einen Gutschein für einen Escape Room, und weil der Panda auch so aussieht, als ob er quasi in einem Raum, der guckt ja so hinter der Wand hervor, dachte ich mir, das passt super, und das Puzzle eben auch zum Escape Room, weil es ja darum geht, Puzzleteile quasi zusammenzusetzen, um dann aus dem Raum rauszukommen. Ich werde das Ganze aus MDF lasern, für die jetzt keinen Laser haben. Ich habe euch zum Beispiel auch gezeigt, wie ihr zum Beispiel ein Puzzle sublimieren könnt. Das ist ja auch eine Option. Aber eben, ich wollte das heute hier mit dem Laser machen. Wir gucken uns jetzt kurz an, wie ich das Motiv gemacht habe oder wie ich das zusammengestellt habe, dass ich dann eben ein Puzzle habe. Das Puzzle wird bei mir schlussendlich so aussehen. Ich habe 15 cm x 15 cm. Hier habe ich den Panda, der eben quasi von hinter der Wand hervorguckt. Dann habe ich hier einen Text drin, Gutschein für dich für ein Escape Room Abenteuer deiner Wahl, und dann noch ein paar Sterne und dann eben diese Puzzleteile. Und das habe ich wie folgt gemacht. Ich mache hier kurz einen neuen Arbeitsplatz, einfach damit ihr das besser seht. Ich bin auf Creative Fabrica und habe ganz einfach nach Puzzle Laser gesucht und habe hier dieses gefunden. Das ist Puzzle Laser Cut Template Jigsaw. Wir machen nicht mit dem Jigsaw, also nicht mit der Säge, sondern wir machen es mit dem Laser. Und da habt ihr verschiedene Formen, was ich extrem cool finde, weil dann kann man dann aussuchen, welche Form man gerne machen möchte. Habe das heruntergeladen und das ist dann in meinen Downloads. Ihr müsst halt einfach gucken, wenn ihr die Sachen dann verwenden wollt. In der Regel werden solche Sachen dann in einem ZIP-Folder in euren Downloads gespeichert, und da müsst ihr zuerst diesen ZIP-Folder extrahieren. In der Regel ist das drauf tippen oder zweimal drauf tippen, dass das dann ein normaler Ordner ist, und wenn ihr das habt, dann könnt ihr die Sachen auch da rausholen. Creative Fabrica, wenn das neu ist für euch, ich verwende extrem viele Dateien davon. Ich kann euch auch ein Video oben in der Ecke verlinken, damit ihr da ein bisschen mehr hört dazu. Dann kann ich das File über Images und dann Files, kann ich das aus meinen Downloads holen. Der Ordner heißt bei mir Digital Files, und dann kann ich hier die DXF-Datei für den Laser nehmen. Und dann habt ihr alle Puzzles hier drauf. Und ich habe mir überlegt, weil ich es lasere, will ich nicht so viele Teile haben. Ich will ein quadratisches, also fallen die hier schon mal weg. Das hatte mir zu wenig, das auch. Ich habe hier dieses 1, 2, 3, 4, 5, also es sind 5 x 5 Puzzles. Dachte ich mir, dann kann man den Text trotzdem noch lesen, aber es ist trotzdem auf dem einzelnen Puzzleteil nicht so offensichtlich, was es genau ist. Genau. Und das habe ich dann halt einfach auf 15 cm, also 150 mm gemacht. So habe ich dieses Puzzleteil genommen, und ich habe hier das auch gleich auf einen in einen separaten Layer gemacht, damit ich das separat habe. Und dann habe ich mir die Settings, glaube ich, schon festgelegt. Nein, es ist auf Score. Ich will das natürlich auf Schneiden haben, und dann habe ich mir MDF Cut. Da müsst ihr natürlich Testschnitte machen. Ich habe es bei Power 60 Speed 10. Genau.
Das ist schon mal der Layer mit dem Puzzle. Dann habe ich mir auch die Datei logischerweise vom Adventskalender von Mia runtergeladen, die Laserdatei, und kann die hier reinholen, auch wieder über Datei und Files. Ich merke gerade, dass es da zum Teil extra Linien drin hat. Okay, also die Linien hier brauche ich auch nicht. Dann kann ich das alles markieren und sagen Engrave. Stimmt immer noch nicht ganz, weil das Halstuch müsste eigentlich leer sein und in den Augen und auf der Nase müsste es einen weißen Punkt haben. Ich mache es jetzt kurz anders, damit ich hier nicht herumtesten muss, weil es ist eh nur ein Engrave. Das heißt, ich nehme das Foto. Genau. Dann kann ich sagen, hier Trace Image. Dann rechnet er es ein bisschen. Ich würde sagen Save. Dann habt ihr jetzt zwei, also das, was er nachgezeichnet hat, und das Original. Original lösche ich. Und das, was er nachgezeichnet hat, nehme ich wieder und sage dem Engrave. Genau so sollte der aussehen. Wunderbar. Und so kann ich den jetzt in der Größe anpassen, dass der hier auf meinem Puzzle Platz hat. Und der quasi hier drüben mit der Linie vom Puzzle abschließt. Und beim Engrave nehme ich hier MDF Engrave, da habe ich Power 20, Speed 138. Das sind ich habe einen Testraster gemacht für beides, für Schneiden und fürs Gravieren auf MDF. Das müsst ihr natürlich mit eurem Laser und eurem Material auch machen, damit ihr wisst, was da die richtigen Einstellungen sind. So, jetzt wollte ich noch Text drauf haben, aber ich habe hier auf dem iPad nur die Schriften quasi von Xtool, aber ich wollte meine eigenen, und deshalb bin ich auf Canva und habe da einfach einen Text zusammengestellt. Das ist der hier, und da habe ich oben Amatica C und das unten ist Shadowscript. Das sind Schriften von Canva, aber ich liebe im Moment extrem, die zu nutzen, von dem her wollte ich die haben, und das habe ich dann quasi als Bild gespeichert. Dann bin ich hier wieder rein und habe gesagt, hol mir quasi das Bild. Das sieht dann so aus, auch das habe ich kurz Trace Image gemacht und gesagt Save und das natürlich entsprechend kleiner gemacht. Nehme das hier kurz ein bisschen rüber und gebe das auch gleich auf einen separaten Layer. Funktioniert dann ein bisschen besser, und sage Engrave auch hier wieder mein MDF Engrave. Das Original hier brauche ich nicht mehr, das kann ich löschen. Und dann kann ich das Ganze hier nehmen und das auch entsprechend, wo ich das haben will, auf meinem Puzzle platzieren. Ich würde behaupten, ich habe es irgendwo so in dem Stil gehabt. Genau. Ich gucke mir einfach so ein bisschen die Linien an vom Laser, dass da die Schrift so ein bisschen verteilt ist und ich auch so ein bisschen die Hoffnung habe, dass man es dann trotzdem lesen kann. Wenn ihr das noch verteilen wollt, könnt ihr auch ein Ungroup machen. Das hier kurz rüber. Ungroup. Nehme hier kurz die beiden Teile, schiebe die ein bisschen runter, dann kann ich hier bei dem sagen gruppieren. Escape ist schon eins und das auch noch kopieren. Weil dann kann ich die auch individuell dann auf dem Puzzle platzieren. Und mir eben die Linien angucken, dass das da wirklich reinpasst, dass nicht alles komplett durchgeschnitten ist, aber es dann trotzdem zum Puzzeln interessant ist, weil ich nicht das ganze Wort schon auf einem Puzzleteil quasi lesen kann. Da könnt ihr das so ein bisschen
herumschieben. Und dann dachte ich mir, der Hintergrund, ich mag es eigentlich bei Puzzles mehr, wenn ich auch noch so im Hintergrund Sachen habe, dass ich nicht leere Puzzleteile habe. Und da bin ich ganz einfach, über Shapes habe ich hier Sterne eingefügt. Mache das auch gleich auf einen anderen Layer noch. Machen wir hellblau. Auch auf Gravieren. Und ich könnte hier die manuellen Settings nehmen, aber ich wollte das so ein bisschen heller haben. Ich habe die einfach mal so ein paar Mal dupliziert und auf quasi meinen Arbeitsplatz verteilt. Und ich gehe jetzt kurz auf meine Datei rüber, wo ich das Ganze schon vorbereitet habe. Da können wir uns die Sterne angucken. Und die habe ich auf Power 18 Speed 175 gesetzt. Im Vergleich zum anderen sind es Power 20 138. Ne? Also hier so ein Unterschied. Blau und Schwarz sollten eher stärker graviert werden. Die Sterne ringsherum habe ich so gemacht, dass sie eher weniger stark gelasert werden und dann eben das Puzzle ringsherum. Und genau so kann ich das jetzt an den Laser übergeben. Das heißt, ich gebe das MDF in den Laser rein, mache den Laserkopf irgendwo, wo ich Material habe, mache hier die Automessung von der Distanz her und dann platziere ich das rote Kreuz, Fadenkreuz hier oben in der Ecke. Dann muss ich mein Motiv auch dahin, wo das Kreuz mir auf meinem Arbeitsplatz angezeigt wird, dahin schieben. Und dann mache ich jeweils noch kurz einen Rahmen abfahren. Das mache ich immer einfach, um kurz sicher zu sein, dass das dann auch passt. Und dann kann ich eigentlich schon auf Process gehen und das Ganze starten. Und genau das mache ich jetzt. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and days of old lang syne? For old lang syne, my dear, for old lang syne, we'll talk a cup of kindness yet for days of old lang syne. And here's a hand, my trusty friend, and here's a hand of thine. We'll talk a cup of kindness yet for old lang syne. For old lang syne, my dear, for old lang syne, we'll talk a cup of kindness yet for old lang syne. Ich sage ja immer, ihr sollt dabei bleiben, damit ihr da reagieren könnt, wenn etwas passiert. Aber ganz ehrlich, bei sowas macht es so dermaßen Spaß, dabei zu bleiben und einfach zu gucken, wie es entsteht. Also es hat zwei Seiten. Das eine war, weil er lasert es ja zuerst und da war wirklich alles, sah super cool aus. Und dann fängt er natürlich für das Puzzle das Ganze an zu zerschneiden. Hat ein bisschen wehgetan, muss ich sagen. Aber ich habe jetzt hier mein super cooles Puzzle. Ich habe das Bild hier nebendran, damit es mir kurz ein bisschen hilft. Aber das setzen wir jetzt natürlich zusammen.
sieht das Resultat aus. Ihr seht, mit den 15 Stück kann man es trotzdem noch gut zusammensetzen. Meine Teile sitzen relativ lose, weil ich habe die Curve nicht eingerechnet. Ich habe das wirklich einfach, so wie ich die Datei bekommen habe, habe ich es gelasert. Aber man kann es lesen. Jetzt muss ich euch das kurz ein bisschen näher rangeben können. So seht ihr es, glaube ich, ein bisschen besser. Wir haben hier den Panda aus der Ecke raus. Die Sternchen sind ein bisschen heller geworden, finde ich super. Dann Gutschein für dich für ein Escape Room Abenteuer deiner Wahl. Ich finde es mega. Von dem her freue ich mich da super drauf, das zu verschenken. Und das wird bestimmt nicht das letzte Puzzle gewesen sein für mich. Meine Learnings so ein bisschen, ich hätte sehr wahrscheinlich für die Schrift eher was Dickeres genommen oder sie größer gemacht. Irgendwie. Sehr wahrscheinlich dicker. Dann fällt es auch ein bisschen einfacher, es zu lesen. Also ich weiß jetzt nicht, wie es in der Kamera ist, aber ich kann es definitiv lesen, wenn es vor mir liegt. Jo. Von dem her, also für mich persönlich ein 100%iger Erfolg. Ich finde es mega cool, so dann auch die eigenen Puzzles zu machen. Und ich finde es halt auch mit diesem MDF, weil es schön stabil ist. Ich habe auch jetzt, ihr seht, nichts schwarz und ich habe es nicht abgeputzt vorher oder geputzt vorher. Von dem her, ich finde das Ergebnis Hammer. Ich hoffe, euch gefällt es auch so gut wie mir und dass ihr da selber auch Lust drauf habt, das auszuprobieren. Natürlich auch, dass das Video hilfreich für euch war, damit ihr seht, wie ihr sowas überhaupt aufbereitet und dass ich euch im nächsten Video morgen wiedersehe. Bis bald!